Willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Schön, dass du wieder dabei bist und Lust hast, deinem Deutsch heute eine neue Dimension zu geben. Die der Persönlichkeit. In unserer letzten Folge haben wir das GPS der deutschen Sprache gemeistert. Wir haben gesehen, wie Präpositionen uns zielsicher den Weg durch die Fälle weisen und warum es einen riesigen Unterschied macht, ob man in dem oder in das Kino geht. Wir haben also gelernt, wie wir die Beziehungen zwischen den Dingen in unseren Sätzen exakt beschreiben. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir fügen unseren Aussagen jetzt Gefühl, Absicht und unsere ganz persönliche Haltung hinzu. Es geht um eine kleine, aber unglaublich mächtige Gruppe von Verben, die deine Sprache von einer reinen Beschreibung von Fakten in ein echtes Ausdrucksmittel deiner Wünsche, Fähigkeiten und Pflichten verwandelt. Es geht um die Modalverben. Wir kümmern uns heute um die 6 wichtigsten: können, müssen, wollen, dürfen, sollen und mögen. Diese Verben sind die Gewürze deiner Sprache. Mit ihnen sagst du nicht nur, ich lerne Deutsch, sondern du sagst, ich will Deutsch lernen, ich kann Deutsch sprechen oder ich muss für die Prüfung lernen. Du siehst, mit nur einem kleinen Wort verändert sich die gesamte Botschaft. Wir schauen uns an, was die Modalverben genau bedeuten, wie sie die Satzstruktur verändern und, ganz wichtig für den Alltag, was der feine, aber entscheidende Unterschied zwischen einem direkten Ich will und einem höflichen Ich möchte ist. Das ist deine Masterclass, um im Café, im Job und im Gespräch mit Freunden nicht nur korrekt, sondern auch selbstbewusst und natürlich zu klingen. Bist du bereit, deiner Sprache Charakter zu geben? Dann legen wir los. Das Grundgerüst, wie Modalverben den Satz umbauen. Bevor wir in die Bedeutung der einzelnen Verben eintauchen, müssen wir das super einfache und absolut verlässliche Grundgerüst verstehen, das alle Modalverben benutzen. Wenn du diese eine Regel kennst, kannst du schon mal grammatikalisch nichts mehr falsch machen. Die Regel lautet: Ein Modalverb verhält sich wie ein kleiner König im Satz. Es besetzt selbst die Position 2 und wird konjugiert. Das ursprüngliche Hauptverb, die eigentliche Aktion, schickt es in seiner Grundform, dem Infinitiv, ans absolute Ende des Satzes. Damit erzeugen Modalverben wieder diese berühmte deutsche Satzklammer, die wir schon kennen. Normaler Satz: Ich fahre nach Hause. Mit Modalverb: Ich muss nach Hause fahren. Klammer auf, muss, konjugiertes Modalverb auf Position 2, Inhalt, nach Hause, Klammer zu, fahren. Infinitiv am Satzende. Noch ein Beispiel. Normaler Satz: Du sprichst gut Deutsch. Mit Modalverb: Du kannst gut Deutsch sprechen. Diese Regel gilt immer. Modalverb auf 2, Infinitiv ans Ende. Das ist schon die ganze Grammatikmagie für heute. Jetzt können wir uns entspannt auf die spannenden Bedeutungen konzentrieren. Die Alleskönner, Fähigkeit und Möglichkeit mit können. Fangen wir mit dem wohl häufigsten Modalverb an: können. Können ist ein echter Alleskönner und hat 2 Hauptbedeutungen. Bedeutung 1. Die Fähigkeit, Ability. Das ist die offensichtlichste Bedeutung. Du drückst damit aus, dass du etwas gelernt hast oder physisch in der Lage bist, etwas zu tun. Ich kann schwimmen. Sie kann sehr gut Klavier spielen. Kannst du Deutsch sprechen? Bedeutung 2. Die Möglichkeit oder die Erlaubnis, Possibility, Permission. Können wird auch benutzt, um auszudrücken, dass etwas möglich ist oder dass man die Erlaubnis hat, etwas zu tun. Wir können heute Abend ins Kino gehen. Es ist eine Möglichkeit. Wir haben Zeit.
Du kannst dir gerne meinen Stift leihen. Ich erlaube es dir. Hier kann man gut essen. Es ist möglich, das Restaurant ist gut. Können ist also dein Verb für alles, was mit Fähigkeit und Gelegenheit zu tun hat. Pflicht und Notwendigkeit. Das starke Müssen. Kommen wir zum zweiten Schwergewicht. Müssen. Müssen drückt eine starke Notwendigkeit oder eine Verpflichtung aus. Etwas ist nicht optional. Es muss getan werden. Ich muss heute länger arbeiten. Mein Chef hat es gesagt. Es gibt keine Wahl. Wir müssen die Rechnung bis Freitag bezahlen. Es ist eine Frist. Wenn man krank ist, muss man im Bett bleiben. Es ist eine logische Notwendigkeit. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Verneinung. Im Englischen ist you must not eine sehr starke Prohibition. Im Deutschen ist das anders. Nicht müssen bedeutet nicht brauchen oder nicht verpflichtet sein. Don't have to. Du musst heute nicht abwaschen, das mache ich. Es ist nicht nötig, dass du es tust. Morgen ist Sonntag, wir müssen nicht früh aufstehen. Wir haben die Freiheit, lange zu schlafen. Für ein Verbot benutzen wir ein anderes Modalverb, zu dem wir gleich kommen. Merkt ihr also, müssen ist die Pflicht, nicht müssen ist die Freiheit von der Pflicht. Der feine Unterschied. Wunsch und Wille mit wollen und möchten. So, und jetzt kommt der Teil, der dich sofort viel natürlicher und höflicher klingen lässt. Es geht um den Unterschied zwischen wollen und möchten. Wollen drückt einen starken Willen oder eine feste Absicht oder einen Plan aus. Es ist direkt, zielgerichtet und stark. Ich will nächstes Jahr nach Australien fliegen. Das ist mein fester Plan. Wir wollen dieses Projekt unbedingt gewinnen. Das ist unser starker Wille. Aber Achtung! In Bitten oder Wünschen kann Wollen sehr fordernd, unhöflich oder sogar kindisch klingen. Ein Kind im Supermarkt schreit, »Ich will ein Eis!« Und genau hier kommt die magische Alternative ins Spiel, möchten. Grammatikalisch ist möchten eigentlich die Konjunktiv-2-Form von mögen, aber das kannst du sofort wieder vergessen. Denk einfach daran, möchten ist die höfliche, sanfte und respektvolle Art, einen Wunsch zu äußern. Es ist das, was du in 99% aller Service-Situationen, im Café, im Geschäft, am Telefon benutzen solltest. Ich möchte bitte einen Kaffee. Höflich und normal. Statt ich will einen Kaffee. Unhöflich. Wir möchten gerne einen Tisch für 2 Personen reservieren. Möchtest du heute Abend mit ins Kino kommen? Eine höfliche Einladung. Also, die Regel für den Alltag: Wenn du einen festen Plan ausdrückst, nimm wollen. Wenn du einen Wunsch äußerst oder eine Bitte hast, nimm immer möchten. Das ist einer der wichtigsten Unterschiede, um im Deutschen einen guten Eindruck zu machen. Regeln und Ratschläge. Erlaubnis mit dürfen und Pflicht mit sollen. Kommen wir zu den 2 sozialen Modalverben. Sie haben viel mit Regeln, Erlaubnis und Erwartungen zu tun. Dürfen bedeutet die Erlaubnis haben oder dürfen. To be allowed to oder may. Mama, darf ich Fernsehen? Frage nach Erlaubnis. Ja, du darfst 1 Stunde Fernsehen. Erlaubnis wird erteilt. In diesem Museum darf man fotografieren. Es ist erlaubt. Und jetzt kommt die wichtige Verneinung. Nicht dürfen ist das starke Verbot. Must not. Hier darf man nicht rauchen. Rauchen ist verboten. Du darfst die Hausaufgaben von deinem Freund nicht abschreiben. Es ist verboten. Denk an den Kontrast. Nicht müssen, du musst nicht, versus nicht dürfen, du darfst nicht. Sollen
ist das Verb für Ratschläge, Pflichten oder Erwartungen, die von einer anderen Person oder der Gesellschaft kommen. Es ist wie should oder to be supposed to. Der Arzt hat gesagt, ich soll mehr Sport machen. Ein Ratschlag oder eine Anweisung von einer Autorität. Du sollst dein Zimmer aufräumen. Eine Aufforderung von den Eltern. Man soll älteren Menschen im Bus einen Platz anbieten. Eine moralische oder soziale Erwartung. Sollen ist also immer dann richtig, wenn es um eine Pflicht oder einen Rat von außen geht. Der Letzte im Bunde, mögen. Zum Schluss noch kurz das Verb mögen. In seiner Hauptform benutzen wir es heute meistens ohne ein zweites Verb, um auszudrücken, dass wir etwas oder jemanden mögen. Ich mag Schokolade. Er mag seine neue Kollegin sehr. Die Form, die du in Kombination mit einem anderen Verb brauchst, haben wir ja schon kennengelernt. Das super höfliche möchten. Das war unser Intensivkurs in Sachen Persönlichkeit. Du siehst, mit diesen 6 kleinen Verben kannst du unglaublich genau ausdrücken, wie du zu einer Handlung stehst. Lass uns die wichtigsten Bedeutungen noch einmal kurz zusammenfassen. Können. Fähigkeit oder Möglichkeit. Müssen. Notwendigkeit oder Pflicht. Wollen. Starker Wille oder fester Plan. Möchten. Höflicher Wunsch oder Bitte. Dein Zauberwort im Alltag. Dürfen. Erlaubnis. Und nicht dürfen ist das Verbot. Sollen. Pflicht oder Ratschlag von außen. Mein Tipp für dich, um das wirklich zu verinnerlichen, ist das sogenannte Shadowing. Nimm einen Satz wie Ich gehe ins Kino und sprich ihn laut mit allen Modalverben durch. Spüre den Unterschied in der Bedeutung und der Melodie. Ich kann ins Kino gehen. Ich muss ins Kino gehen. Ich will ins Kino gehen. Ich möchte ins Kino gehen. Ich darf ins Kino gehen. Ich soll ins Kino gehen. Wenn du das ein paar Mal machst, wird der Gebrauch dieser wichtigen Verben für dich zur zweiten Natur. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, dich auf Deutsch selbstbewusster auszudrücken, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung oder ein Abo. In der nächsten Folge reisen wir in der Zeit zurück. Es geht um das Perfekt und Präteritum. Wir klären, wie du über die Vergangenheit sprichst, wann du welches Tempus benutzt und warum die kleinen Hilfsverben haben und sein so wichtig sind. Das wird eine spannende Reise in die Welt des Erzählens. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.